Grönland. Unendliches Eis. Und doch ist diese lebensfeindliche Welt die Heimat von Menschen. Und so nennen sie sich auch. Inuit. Menschen. Niemand hat so viel zu der Erforschung ihrer Lebensweise und Traditionen beigetragen wie Grönlands berühmtester Sohn Knut Rasmussen. Bis zu seinem Tod 1933 bereiste der Forscher rastlos ihren Lebensraum und legte dabei unglaubliche Strecken zurück. Mit dem einzig möglichen Transportmittel, dem Hundeschlitten. Seine Reisen zu allen Eskimo-Stämmen der Arktis waren die längsten Schlittenfahrten, die je ein Mensch unternommen hatte. Die 10 Grönlandhunde waren seine unentbehrlichen Begleiter. Seine Liebe zu ihnen spiegelt das bekannteste Zitat des Abenteurers. Gebt mir Winter, gebt mir Hunde. Den Rest könnt ihr behalten. Inmitten der weißen Wildnis beginnen wir unsere Suche nach den Schlittenhunden Grönlands. Vielleicht nicht ganz standesgemäß, mit Skidus. Mehr und mehr verdrängen diese rasanten Flitzer in der ganzen Arktis die von Hunden gezogenen Schlitten. Doch gerade in Grönland halten viele einheimische Jäger an ihren traditionellen Hundeschlitten fest. Aus gutem Grund, denn Lärm und Gestank der Motoren vertreiben bei der Jagd die Beute. Wir erfahren am eigenen Leibe schnell noch einen weiteren Nachteil der Technik. Jetzt im Frühjahr brechen die schweren Motorschlitten im Eis ein oder versinken tief im Matsch. Für die leichten Hundeschlitten wäre das alles kein Problem. Nach unserer ersten Begegnung mit den Unwegsamkeiten dieser Region erreichen wir die kleine Siedlung Okatsut im Westen des Landes. Hier werden wir Dieter und Elke treffen. Die beiden Deutschen betreuen die wenigen Touristen, die es in diesen unwirtlichen Winkel der Welt verschlägt. Auch für uns sind sie eine wichtige Anlaufstation, denn sie helfen uns bei der Logistik für unsere Expedition Nord. Herzlich willkommen. Hallo, wie geht's? Dankeschön, prima. Wie geht's euch? Ja, gut. Elke und Dieter leben schon fast 20 Jahre in Grönland. Sie haben sich zufällig hier kennengelernt. Und obwohl beide viel von der Welt gesehen haben, stand für sie sofort fest, hier und nirgends sonst wollen wir bleiben. Okatsut liegt gut 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Den nennen die Grönländer auch Hundeäquator. Denn nur nördlich vom Polarkreis dürfen Schlittenhunde gehalten werden. Und keine anderen Hunde dürfen diese Linie nach Norden überschreiten. So will man verhindern, dass die zähe einheimische Rasse vermischt wird. Für die Menschen ist das überlebenswichtig. Denn nur der reine, wolfsähnliche Grönlandhund ist in der Lage, in diesem rauen Klima zu leben und zu arbeiten. Das Heulen der Hunde ist die typische Melodie Grönlands. Nur etwa 50 Menschen wohnen in Okatsut. Fast alle leben sie von der Jagd und vom Fischfang. Ohne ihre Hunde wären die Einheimischen aufgeschmissen. Denn die Hundeschlitten sind ihr wichtigstes Transportmittel. Jede Familie hat ihr eigenes Gespann vor der Haustür. Kein Wunder also, dass es 4-mal mehr Hunde als Menschen im Ort gibt. 20 von ihnen gehören Lars, gerade zurück von der Jagd. Alle Hunde von Lars sind Nachkommen seiner besten Hündin Nuanerg, zu Deutsch die Schöne. Die Grönländer steuern die Paarung nicht, aber bei den Welpen wählen sie die Besten aus oder tauschen schon mal mit Nachbarn, um frisches Blut in die eigene Hundefamilie zu bringen.
Diesmal ist Nuanak selbst aktiv geworden. 2 Wochen nachdem sie geworfen hatte, brachte auch eine ihrer Töchter Junge zur Welt. Nuanak untersuchte deren Wurf, wählte einen der Welpen aus und schleppte ihn kurzerhand in ihre Wurfkiste. Der adoptierte Zwerg wächst nun inmitten ihrer eigenen Jungen auf. Nach unserem kurzen Besuch bei Lars und seiner Familie begeben wir uns auf die Reise weiter Richtung Norden. Diesmal mit dem Hubschrauber. Je weiter man in Grönland nach Norden kommt, desto länger dauern die Winter, desto wichtiger werden die Schlittenhunde. Von hier oben bekommen wir einen faszinierenden Eindruck von der scheinbaren Unendlichkeit der eisigen Wüste. Grönland liegt vor der Nordostküste Kanadas. Politisch gehört es zu Dänemark. Die größte Insel der Welt hat die 6-fache Fläche von Deutschland. Über 80% liegen unter einer ewigen, kilometerdicken Eisschicht. Unser Flug führt uns nach Uummannaq, einer kleinen Insel an der Westküste. Uummannaq bedeutet der Herzförmige und beschreibt den Berg, der über 1000 Meter aus dem Eismeer ragt. Zu seinen Füßen liegt der Ort Uummannaq, mit 1300 Einwohnern schon eine richtige Stadt. Immerhin wohnen in ganz Grönland nur 55.000 Menschen. In der Gegend von Uummannaq gibt es das dickste Meereseis der Welt. Über 7 Monate im Jahr liegen die Fischerboote festgefroren im Hafen. Der Winter ist die Zeit der Schlittenhunde. Die meisten Gespanne sind nun direkt auf dem Eis angebunden, jederzeit startklar für ihren nächsten Einsatz. Es ist nicht so leicht, mit den Grönländern ins Gespräch zu kommen. Denn die meisten der hier lebenden Menschen sprechen tatsächlich nur Grönländisch, verwandt mit den Sprachen der anderen Inuit in Alaska, Nordkanada und Sibirien. Trotzdem kann uns Rasmus verständlich machen, dass er gerade Futter für seine Welpen zurechtschneidet. Er lädt uns ein, die Tiere einmal aus der Nähe anzuschauen. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Wie jeder Grönländer ist Rasmus sehr stolz auf seine Hunde und zeigt sie gerne vor. Schon die Welpen leben von Geburt an im Freien, nur geschützt durch eine einfache Wurfkiste. Sie dürfen nicht verweichlicht werden, sonst sind sie ihrer späteren Aufgabe nicht gewachsen. Grönländer verhätscheln ihre Hunde nicht, aber sie haben großen Respekt vor der Leistungsfähigkeit der Tiere. Kajok. Ist ja niedlich, ja? Schon früh am nächsten Morgen sind wir wieder mit Rasmus verabredet. Uns steht ein besonderes Abenteuer bevor. Rasmus möchte seinen Vater besuchen, etwa eine Tagesreise von Uummannaq entfernt. Und wir dürfen ihn auf dieser Tour begleiten.
120 Kilometer mit dem Hundeschlitten liegen vor uns. Neugierig beäugt das Rudel die fremden Mitfahrer. Es wird behauptet, dass Grönlandhunde gefährlich und immer angriffslustig wären. Wir aber haben die meisten von ihnen als neugierig und freundlich kennengelernt. Die Hunde sind schwere Lasten gewöhnt. Nicht selten ziehen sie vom Fischen oder Jagen ein zusätzliches Gewicht von einigen 100 Kilo Beute nach Hause. Trotzdem, allein für uns und unsere Kameraausrüstung brauchen wir 6 Schlitten. Jetzt im April liegen die Temperaturen während des Tages um minus 20 Grad. Wegen der trockenen Luft ist die Kälte ganz gut zu ertragen, aber nicht als beißender Fahrtwind. Winddichte Kleidung aus Robbenfell, zumindest für uns mitteleuropäische Frostbeulen, ist jetzt die beste Lösung. Für die kälteste Zeit des Jahres, wenn die Temperaturen auf minus 50 Grad sinken, bevorzugen Grönländer übrigens Kleidung aus Hundefell. Also die müssen wir drüber machen. Die geht aber nicht. Dama, so lautet das Kommando für die Hunde. Los geht's! Für lange Strecken besteht ein Gespann aus etwa 15 Hunden. Obwohl Grönlandhunde sehr ausdauernde Tiere sind, kommt es schon mal vor, dass einer schlapp macht. Dann wird er ohne viel Aufhebens auf den Schlitten gezogen. Nach einer kleinen Verschnaufpause nimmt der Hund von selbst wieder seinen Platz im Gespann ein. Andernfalls wird einfach seine Leine durchgeschnitten und er läuft alleine wieder nach Hause. Doch das passiert nur selten. Die Hunde scheinen ihre Arbeit im Gespann zu lieben. Die Arktis. Seit über 3000 Jahren haben Hunde dem Menschen geholfen, diesen Lebensraum zu erschließen. Auch die Eroberung der Pole war nur mit ihrer Hilfe möglich. Entgegen aller Warnungen wollte der britische Polarforscher Scott Anfang des Jahrhunderts den Südpol mit Raupenfahrzeugen und Ponys bezwingen. Ein Pony verrichtet die Arbeit von 10 Hunden, meinte er. Ein tragischer Irrtum, den alle Mitglieder seiner Expedition mit dem Leben bezahlten. Als man den Konkurrenten Amundsen nach dem Grund für seinen Erfolg und Scotts Katastrophe befragte, antwortete er nüchtern: Wir hatten Hunde, sie nicht. Schneefressen gegen den Durst ist eine Anpassung der Hunde an ihren kalten Lebensraum. Während der Fahrt wechseln die Hunde ständig ihren Platz im Gespann. Schwächere oder müde Hunde können sich an den Außenseiten erholen, während die kräftigsten stets in der Mitte laufen. Nach 11 Stunden nähern wir uns endlich dem Reiseziel. Doch die Strapazen der zurückliegenden 120 Kilometer sind weder den Schlittenführern noch ihren Hunden anzumerken. Hier in Ichlosuit wollen wir das Zusammenleben mit den Hunden beobachten, die Jäger auf Beutefang begleiten und, das haben wir uns fest vorgenommen, ein typisch grönländisches Hunderennen filmen. Noch bevor Rasmus seinen Vater begrüßt, kümmert er sich um seine Hunde. Sorgsam wird kontrolliert, dass sich keiner an scharfen Eiskanten wundgelaufen hat.
Obwohl Rasmus und sein Vater sich einige Monate nicht gesehen haben, fällt die Begrüßung eher knapp aus. Vielleicht liegt es ja am Klima, aber Gefühle zeigen gehört eben nicht zu den Stärken der Grönländer. Lieber unterhält man sich über die Hunde. Und so zeigt Jonas seinem Sohn auch als erstes seine jüngste Generation von Schlittenhunden. Mit Kennerminen fachsimpeln die beiden über den Nachwuchs. Doch grundsätzlich kommt es ihnen bei den Hunden weniger auf Äußerlichkeiten an, als vielmehr auf deren Leistung. Die Welpen von Jonas sind nicht die einzigen im Ort. Überall wuseln kleine Teddybären. Doch so niedlich sie sind, es sind keine Schoßhündchen, sondern reine Nutztiere. Junge Grönlandhunde führen ein unbeschwertes Leben in Freiheit. Aber mit einem halben Jahr müssen sie an die Kette. So schreibt es das Gesetz vor. Grund dafür ist vor allem die Tollwut, die von Polarfüchsen übertragen wird. Weil die Menschen hier auf die Hunde angewiesen sind, können sie es sich nicht leisten, diese Krankheit in ihren Bestand kommen zu lassen. Hunde sind nicht gern alleine. In Grönland werden sie grundsätzlich zu zweit und in der Nähe der übrigen Rudelmitglieder angekettet. Zum Schlafen rollen sich die Hunde einfach zusammen, bedecken höchstens die empfindliche Nase mit dem Schwanz und lassen sich einschneien. Die klirrenden Temperaturen lassen diese Rasse tatsächlich kalt. Die jüngeren Hunde sind immer auch Spielgefährten der Inuit-Kinder. Häufig tragen sie Welpen herum wie Kinder bei uns ihre Puppen oder Teddys. So lernen Menschen wie Hunde von Anfang an miteinander umzugehen. Passer du på valpen? Kan du kalde på den hen? Zu den regelmäßigen Aufgaben in der Familie gehört das Wasserholen. Noch bevor das Meer zugefroren ist, haben die Männer mit ihren Booten einige Eisberge in die Nähe des Ufers gezogen. Sie bestehen aus bestem, jahrtausendealtem Gletscherwasser, von dem sich alle nach Bedarf bedienen können. Fast ein Zehntel der weltweiten Trinkwasserreserven sind im grönländischen Eis gelagert. Marie-Louise, ran her, ikke? Auch wenn Schlittenhunde in erster Linie Arbeitstiere sind, so bleibt doch Zeit für Vergnügen. Hundeschlittenrennen gehören zum größten Freizeitspaß in Grönland. Sie finden im Frühjahr statt und werden mit Sehnsucht erwartet. Auch wir veranstalten ein solches Rennen. Die sicherste Methode, sich in der Dorfgemeinschaft von Igloosuit beliebt zu machen. Die Kategorie unserer Pro7 Trophy: Vorschulkinder. Auf Start
jagen die Minigespanne los. Und die kleinen Nachwuchsfahrer jauchzen vor Vergnügen. Vielleicht kämpft sich einer von ihnen eines Tages durch die alljährlichen lokalen und regionalen Ausscheidungen bis zum landesweiten Wettbewerb. Der Sieger des nationalen Rennens gilt in Grönland geradezu als Volksheld. Ganz wie bei den Rennen der Erwachsenen werden auch unsere kleinen Gewinner noch auf dem Schlitten triumphal gefeiert. Zwar ist es in Grönland üblich, dass auch die Letzten immer einen Preis bekommen, aber dennoch, hier fließen bittere Tränen der Enttäuschung. Eine besondere Attraktion unserer Pro7-Trophy: alle Teilnehmer können sich gleich im Fernsehen bewundern, wenn wir das gedrehte Material vorführen. Da bleibt so mancher Kindermund vor Staunen offen stehen. Und dann gibt es natürlich noch eine feierliche Siegerehrung mit Preisen für die Knirpse und ihre erfolgreichen Hunde. So, for number one, only for dogs. Only for dogs, and 100 kroner. 100 kroner, og så Mama Guyo 1. Rasmus will für eine Weile in seinem Elternhaus bleiben. Hundefelle sind dort aufgespannt, bis sie zu besonders warmer Kleidung verarbeitet werden. Die Grönländer finden nichts dabei, dass ihre Schlittenhunde ihnen auch nach dem Tode noch gute Dienste leisten. Außer mit der Peitsche steuert Rasmus seine Hunde auch mit verschiedenen Kommandos wie rechts, links, schneller oder Halt. Sein Leithund Nanook befolgt sie am besten. An einer längeren Zugleine läuft er vor den anderen her und überträgt ihnen so die Kommandos. Rasmus ist hinausgefahren, um das Netz seines Vaters einzuholen. Eine unangenehme Arbeit. Zwar schützen Hose aus Eisbärfell und Stiefel aus Robbenleder vor der Kälte, aber die Hände werden nass und sind dann sehr anfällig für Erfrierungen. Der Fang ist gut, aber einige der Fische sind angefressen. Wie so oft hat irgendein Räuber Rasmus den Fang streitig gemacht. Nanook muss seine Stellung als Leithund nicht ständig unter Beweis stellen. Er ist ein sanfter Führer seines Rudels, der fast immer auch für ein zärtliches Spiel zu haben ist. So stärken die Hunde während der Pausen die sozialen Bindungen im Rudel. Für die leichte Beute hat der Räuber diesmal einen hohen Preis gezahlt. Es ist ein großer Grönlandhai, der sich schließlich selbst im Netz verfangen hat. Es gibt viele Grönlandhaie in dieser Gegend und nicht selten zerreißen sie die Netze der Fischer oder verschwinden mit ihren Angelhaken. Aber oft werden sie dabei selbst zur Beute. Zur Beruhigung, dieser Hai ist bereits tot. Seine Bewegungen sind nur noch vegetativ. Rasmus muss die großen Heilbutte sofort ausnehmen, sonst sind sie bald steinhart gefroren. Neben Robben ist Heilbutt die wichtigste Beute der Grönländer. Was Menschen und Hunde nicht selber brauchen, kann Rasmus an die kleine Fischfabrik im Ort verkaufen.
Das Fleisch von Haien essen die Grönländer selber nicht gerne. Aber es ist gutes Hundefutter. Kein Grönländer füttert seinen Hunden allerdings frisches Haifleisch. Der hohe Harnsäureanteil darin wirkt auf die Hunde wie Alkohol auf Menschen. Nach jeder Tour bekommen zuerst die Hunde ihren Anteil. Dabei legen die Tiere wahren Wolfshunger an den Tag. Es ist ratsam, seine Finger außerhalb ihrer Reichweite zu halten. Rasmus beachtet die Rangordnung im Rudel und so bekommt Nanook immer zuerst. Wer am schnellsten frisst, kann die meisten Brocken fangen. Rasmus passt auf, dass alle genug bekommen, damit es später im Gespann keine Beißereien gibt. Füttert er hingegen zu viel, sind die Hunde am nächsten Tag träge und faul. In die innere Ordnung des Rudels mischt sich Rasmus nicht ein. So kommt es schon mal vor, dass die Stärkeren den Rangniederen die besten Brocken wegschnappen. Nur eins muss allen Hunden in jeder Situation klar sein: dass Rasmus der eigentliche Chef des Rudels ist. Noch vor Nanook. Das Haifleisch werden die Hunde erst dann bekommen, wenn es nach Wochen auf dem Trockengestell alle gefährlichen Substanzen verloren hat. Auch für die Welpen ist jetzt Zeit fürs Abendessen. Ihr Speiseplan besteht vor allem aus Innereien von Robben. Die können die Kleinen schon gut kauen und sie enthalten viele Nährstoffe, die für das Heranwachsen eines jungen Hundes wichtig sind. Mit den blutverschmierten Gesichtern werden aus kleinen Teddybären ganz schnell wieder junge Wölfe. Die Strecke, die Jonas, der Vater von Rasmus, heute zurücklegen möchte, ist leicht und nicht so weit. Eine gute Gelegenheit, um mit den unerfahrenen Hunden zu trainieren. Noch bevor er ein Jahr alt ist, beginnt ein Grönlandhund seine Karriere als Schlittenhund. Auch einige Ältere nimmt Jonas bei solchen Fahrten ins Gespann, weil sich die Jungen von ihnen das meiste abschauen können. Wie immer betteln eigentlich alle Hunde darum, auch heute mit hinaus zu dürfen. Jonas hat manchmal seine liebe Mühe mit der Arbeitsbegeisterung seiner Hunde. Damit die Schüler kein heilloses Durcheinander anrichten, werden die zu Kleinen mit einem Knebel zusammengeknotet. So sind die Jungen im wahrsten Sinne enger an das gebunden, was ihre erfahrenen Artgenossen ihnen vormachen. Auf kurzen Strecken funktioniert die Methode gut, aber sie schränkt auch die Möglichkeit der Hunde ein, sich an den Außenseiten des Gespanns von der Zugarbeit zu erholen.
Sicher. Jonas will eine Langleine auslegen, die traditionellste Fischereimethode in Grönland. Das Meer ist an dieser Stelle 300 bis 400 Meter tief. Vor allem an seinem Grund tummeln sich riesige Heilbuttschwärme. Ein Blechsegel zieht die 700 Meter lange Leine an den Meeresboden. An 150 Einzelhaken hat Jonas seine Köder angebracht. Die jungen Hunde haben noch keinen festen Platz in der Rangordnung des Rudels. Sie wird jedes Jahr neu bestimmt. Die Verschiebungen von Jahr zu Jahr sind aber nicht so groß, dass ständig wilde Kämpfe nötig sind. Häufiger sind Gesten zu beobachten, mit denen die Hunde ihr soziales Gefüge freundschaftlich bestätigen. Doch hoppla, hier bahnt sich eine kleine Auseinandersetzung an. Aber Jonas ist sofort zur Stelle und lenkt die beiden Streithähne mit einer gezielten Portion Schnee ab, noch bevor es zu einer ernsten Keilerei kommt. Die Wartezeit, bis die Fische anbeißen, nutzt Jonas zur Pflege der Hunde. Die Krallen geben den Hunden Halt auf Schnee und Eis. Wenn sie zu lang sind, können sie aber leicht hängen bleiben. Damit sich die Hunde keine Verletzungen zuziehen, müssen die Krallen regelmäßig gestutzt werden. Auch das Fell zwischen den Zehen sorgt für Halt. Ist es aber zu dicht, können sich dicke Schneeklumpen festsetzen, an denen sich die Hunde wundlaufen. Das Kappen der spitzen Eckzähne ist nur einmal im Leben bei den jungen Hunden nötig. Die Zähne werden dadurch stumpfer. Wenn es doch zu Beißereien kommt, wird der Schaden so verringert. Das Auskämpfen der Rangordnung im Rudel ist zwar notwendig für die gemeinsame Arbeit im Gespann. Zu ernsthaften Verletzungen sollen diese Kämpfe aber nicht führen. Die gekürzten Zähne durchdringen nur selten den dicken Pelz eines Artgenossen. Ja. Eine leidige Prozedur, die aber schnell vergessen ist.
wenn da nur nicht dieses komische Gefühl im Maul wäre. Über 20 Minuten muss Jonas kurbeln, ehe die ersten Haken wieder auftauchen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Jonas ist mit dem Fang zufrieden. Die Indianer Nordkanadas nannten die benachbarten Inuit verächtlich Rohfleischfresser. In deren Sprache klingt das so ähnlich wie Eskimo. Rohe Robbenleber und auch die Haut frisch gefangener Fische sind für Inuit tatsächlich eine Delikatesse. Doch diese Vorliebe hat einen guten Grund. Leber und Fisch enthalten viele Vitamine, die durch Kochen oder Braten zerstört würden. Eine lebensnotwendige Angewohnheit also in einer Region, in der weder Obst noch Gemüse gedeihen. Die fächerförmige Anspannung der Hunde ist typisch für Grönland. Hier kann man sich das leisten. Anders als zum Beispiel in Alaska stehen keine Bäume im Weg. Dafür fahren Grönländer viel auf Meereseis. Beim Fächer kann der Schlittenführer das Eis besser überschauen und Gefahren erkennen. Falls doch mal ein Hund durch das Eis bricht, reißt er nicht das ganze Gespann hinterher. Ins Dorf zurückgekehrt, erleben wir erneut, dass die Bedeutung der Schlittenhunde nicht nur eine Frage der Tradition ist. Auch die freiwillige Feuerwehr von Iglausuit, in der Jonas mitarbeitet, weiß die Verlässlichkeit der Hunde zu schätzen. Die Ausrüstung ist zweckmäßig auf einem Schlitten untergebracht, komplett mit Sirene und Blaulicht. Wer immer seine Hunde gerade eingespannt hat, stellt sie für einen Einsatz der Feuerwehr zur Verfügung und erhält dafür später eine kleine Entschädigung der Gemeinde. Zum Glück handelt es sich diesmal nur um eine Übung. Der nächste Tag, Wettersturz. Ein Wetter, wie man es sich in der Arktis ebenso vorstellt. Jonas und Rasmus beeindruckt das ebenso wenig wie ihre Hunde. Sie sind gemeinsam aufgebrochen, um nach den Robbennetzen zu sehen. Im Unterschied zu Fischnetzen hängen Robbennetze dicht unter dem Eis. Die Jäger kennen genau die Stellen, an denen die Robben vorbeischwimmen. Wir hingegen können uns nur wundern, warum die Robben in all dieser Weite ausgerechnet in das nur 3 Meter lange Netz gehen.
Die Tierschutzkampagne gegen die professionelle Abschlachtung von Robbenbabys in Kanada traf die Grönländer unverschuldet mit. Dabei jagen sie ausschließlich erwachsene Robben und verwerten alles, was das Tier liefert. Robben sind in ihrem Bestand in Grönland nicht gefährdet. Und das Erschlagen von wehrlosen Robbenbabys nur wegen ihres kuscheligen Pelzes ist den Grönländern völlig fremd. Mit dem Fang haben Jonas und Rasmus gerade mal das Hundefutter für diesen Trip verdient. Da die besten Stellen für die Robbenjagd weit vom Dorf entfernt liegen, werden sie noch einige Zeit hier draußen bleiben und in den kommenden Tagen versuchen, weitere Robben zu fangen. Auch wenn es zu dieser Jahreszeit in Grönland nicht mehr richtig dunkel wird. Es ist Zeit für das Nachtlager. Ihre Schlitten und eine Plane sind alles, was Rasmus und Jonas dafür brauchen. Die Robbe ist eines der wichtigsten Beutetiere für die Grönländer und fester Bestandteil ihrer Kultur. Jeder Jäger weiß, wie er eine Robbe häuten muss. Jonas macht sich an die Arbeit, noch bevor das Fleisch einfriert. Die dicke Fettschicht, die das Tier vor der Kälte geschützt hat, wird jetzt in der Küche landen. Und das Fell wird wärmende Kleidung abgeben, die auch wir in unserer Zeit in Grönland sehr zu schätzen gelernt haben. Trotz all ihres Geschicks, ohne die Anpassungsfähigkeit und Härte ihrer Hunde, hätten die Inuit in der Polarwelt nie ihren Lebensraum gefunden. Grönland ist ein raues und lebensfeindliches Land, aber gleichzeitig ein faszinierendes Abenteuer und ein grandioses Kompliment an den Helfer und Gefährten des Menschen hier in der Arktis, den Hund. Sehen Sie morgen in der N24-Dokumentation Abenteuer Hund, Patagonien, die rechte Hand der Gauchos. Hunde als geliebte Gesellen und Partner der Viehtreiber. Mischlinge mit angeborenem Hüterinstinkt. Sie haben hier das Sagen. Für die nötige Verstärkung ist gesorgt.